Deutsch lernen durch Hören. Job als Pizzafahrer. Antonio arbeitet in einer Pizzeria. Diese Firma hat auch einen Lieferdienst. Die Leute rufen an und bestellen Pizza- und Pastagerichte. Antonio bringt das bestellte Essen zu den Kunden nach Hause. Dazu benutzt er ein kleines Firmenauto. Heute liefert Antonio eine Familienpizza an seine Schwester Maria und ihre Freundin Vera. Die beiden haben Besuch von Veras Neffen Luca. Luca ist vor ein paar Wochen mit der Schule fertig geworden. Er wartet auf einen Studienplatz. »Hey Luca, wie wäre es, wenn du bei uns arbeitest? Da kannst du ein paar Euros verdienen.« Luca freut sich. »Das ist eine sehr gute Idee. Ich habe aber keinen Führerschein.« »Das macht nichts. Wir können dich so einteilen, dass du die Touren mit dem Fahrrad schaffen kannst. Wir haben das schon öfter so gemacht. Ich rede nachher mal mit meinem Chef.« Luca kann schon am nächsten Tag mit der Arbeit anfangen. »Du hast Glück. Unser Kollege Timo ist krank. Der Chef braucht dringend eine Aushilfe.« Antonio zeigt Luca zunächst die Firma. Hier sitzt Leonora. Sie nimmt die Bestellungen am Telefon auf. Dann sagt sie in der Küche Bescheid. Wenn das Essen fertig und verpackt ist, bekommst du Bescheid. Du stellst die Kartons in diese Tasche hier. Sie ist isoliert. Das Essen bleibt eine halbe Stunde lang heiß. In der Zeit musst du beim Kunden sein. Wo sind die Fahrräder? Luca schaut sich im Hof um. Die stehen hier in der Garage. Schau mal, sie haben einen extra großen Gepäckträger. Daran kannst du die Tasche gut befestigen. Gregor ruft aus der Küche. »Lasagne für die Oststadt!« Antonio nickt Luca zu. »Na dann mal los. Jetzt kannst du zeigen, wie schnell du fahren kannst.« Luca tippt die Adresse in sein Handy ein. Dann befestigt er die Tasche am Fahrrad und fährt los. Gut, dass es an seinem ersten Arbeitstag nicht regnet. Fortsetzung folgt. Falsche Freunde. Luca hat einen Job beim Pizzaservice. Er bringt das bestellte Essen mit dem Fahrrad zu den Kunden. Er muss schnell fahren, damit das Essen noch heiß beim Empfänger ankommt. Heute ist schon sein 10. Arbeitstag. Bisher konnte er alle Aufträge richtig erledigen. Die Kunden sind zufrieden. Er bekommt sogar manchmal ein Trinkgeld. So nennt man es, wenn Kunden die Rechnung nach oben runden. Sie sagen dann, der Rest ist für Sie. Leider bezahlen viele Menschen ihre Rechnung schon vorher über das Internet. Sie haben kaum noch Bargeld im Haus. Dann hat Luca Pech gehabt. Aber meistens hat er Glück. So bekommt er zusätzlich zum Lohn noch etwas Geld. Lukas Freund Fred ist neidisch. »Ich möchte auch so einen Job. Kannst du bitte deinen Chef fragen, ob er noch Leute braucht?« Luca nickt. »Natürlich. Es wäre schön, wenn wir zusammenarbeiten würden.« Lukas Chef ist einverstanden. Es ist Herbst. Viele seiner Fahrer sind erkältet und können nicht arbeiten. »Gute Leute kann ich immer gebrauchen.« Fred hat viele Freunde. Manche von ihnen sind kriminell. Fred hilft ihnen, gestohlenen Schmuck zu verkaufen. Das ist strafbar. Fred hat eine Idee. Er möchte seine Kurierfahrten noch zu etwas anderem nutzen. In der Tasche mit dem Essen lässt sich sehr gut etwas verstecken.
Davon erzählt er Luca natürlich nichts. Der würde das nämlich gar nicht gut finden. Fred ist jetzt schon ein paar Tage als Kurierfahrer unterwegs. Er hat einen ganz besonderen Stammkunden. Der will nur, dass Fred persönlich die Pizzen liefert. Es ist der Goldschmied Weber. Er kauft die gestohlenen Schmuckstücke von Fred. »Das war eine sehr gute Idee, mein Junge. Im Pizzakarton vermutet niemand unsere Ware.« Fred nickt. Wir müssen nur aufpassen, dass Luca nichts davon merkt. Fortsetzung folgt. Außer Kontrolle. Luca liebt seinen Job beim Pizzaservice. Er bringt das bestellte Essen mit dem Fahrrad zu den Kunden. Das ist Arbeit und Fitnesstraining zugleich. Oft bekommt er von ihnen ein Trinkgeld. Heute ist Lukas Glückstag. Ein Kunde gibt ihm 50 €. »Hier, das ist für dich. Kannst du bitte auf deinem Rückweg etwas für mich erledigen?« Luca freut sich über den Geldschein. »Natürlich, was kann ich für Sie tun?« Der Mann gibt Luca ein Päckchen. »Das muss unbedingt heute noch bei Herrn Weber ankommen. Es ist sehr wichtig. Er wartet in seinem Laden auf dich.« Die Adresse liegt tatsächlich direkt auf der Route, die Luca fahren muss. Er nickt und steckt das Päckchen in seine Transporttasche. »Wird erledigt.« Luca fährt mit dem Fahrrad los. Nach kurzer Zeit merkt Luca, dass er verfolgt wird. Jemand fährt mit einer Vespa hinter ihm her. Luca findet das merkwürdig. Er fährt so schnell er kann, aber der Motorroller bleibt dicht hinter ihm. Im Laden von Herrn Weber ist noch Licht. Luca stoppt und nimmt die Tasche vom Gepäckträger. Die Vespa hält direkt neben ihm. Der Fahrer reißt Luca die Tasche aus der Hand. Dann fährt er schnell davon. Herr Weber tritt aus der Tür. Er hat die Szene beobachtet. Er wirkt verärgert. »Ich kann nichts dafür!« Luca bekommt Angst. Irgendetwas kommt ihm verdächtig vor. Was war in dem Päckchen? Aber Herr Weber nimmt nur sein Handy und telefoniert. Dann schüttelt er den Kopf und geht in seinen Laden zurück. Luca bleibt ratlos auf der Straße zurück. Was ist denn hier los? Plötzlich erscheint Fred. »Meine Güte, Luca, kannst du nicht eine einzige Lieferung erledigen? Die 50 € kannst du mir gleich wiedergeben.« Luca versteht immer noch nichts. Fred erklärt ihm alles. »Ich dachte, wir könnten uns den Job teilen. Aber ich glaube, du bist zu dumm dafür.« »Zu dumm? Du hättest mir nur sagen müssen, um was es geht. Ich kenne die Stadt inzwischen sehr gut. Ich weiß, welche Wege man fahren muss. Lass uns ein paar sichere Routen ausarbeiten. Etwas Trinkgeld nebenbei kann ich auch gut gebrauchen.« Fred lacht. »Okay, mein Freund, aber wir müssen gut aufpassen, dass der Chef nichts merkt. Der würde uns beiden sofort kündigen. Jetzt aber zurück in die Pizzeria. Wir müssen noch ein paar echte Lieferungen bearbeiten.« Fortsetzung folgt. Das gebrochene Herz. Luca und Fred arbeiten jetzt schon einige Monate für den Pizzaservice. Ihr Nebenjob mit dem Transport gestohlener Schmuckstücke bringt ihnen viel zusätzliches Geld. Leider haben die beiden wenig Zeit für ihr Privatleben. Lukas Freundin Vivian beschwert sich. »Du hast kaum noch Zeit für mich. Du bist immer unterwegs. Was machst du denn die ganze Zeit?
Ist dir Fred jetzt wichtiger als ich? Luca weiß, Vivian hat recht. Er ist wirklich fast immer mit Fred zusammen. Als er neulich mit Vivian ins Kino wollte, bekam er Ärger mit Fred. Du musst dich entscheiden, Luca. Entweder der Job oder die Freundin. Luca sagte die Verabredung mit Vivian ab. Er braucht das Geld. Er will studieren. Und er möchte eine Wohnung für sich und Vivian mieten. Das alles kostet viel Geld. Mit Pizzafahren alleine kann er das nicht verdienen. Aber Luca merkt, dass er auf dem falschen Weg ist. Er ist kriminell geworden. Er lebt immer in der Gefahr, entdeckt zu werden. Jede Bestellung von Herrn Weber macht ihm Angst. Vivian bemerkt seine bedrückte Stimmung. Was ist nur los mit dir, Luca? Du lachst gar nicht mehr. Du schaust dich ständig um, als ob du verfolgt werden würdest. Wir beide sehen uns kaum noch. Luca möchte Vivian nicht in Gefahr bringen. Sie darf nicht erfahren, dass er diesen schlechten Job macht. Er liebt sie sehr, aber er findet es sicherer, sich von ihr zu trennen. Auch wenn ihm dabei das Herz bricht. Die beiden treffen sich in der Innenstadt vor ihrem Stammcafé. Vivian, ich muss dir etwas sagen. Unsere Beziehung ist schon lange nicht mehr gut. Wir sollten uns trennen. Das ist für alle das Beste. Vivian schaut ihn erschrocken an. Das meinst du nicht im Ernst? Wir lieben uns doch. Aber Luca schweigt. Er sieht zu Boden. Er kann Vivian nicht anschauen. Er weiß, dass er eben ihr Herz gebrochen hat. Vivian weint nicht. Sie dreht sich nur schweigend um. Dann geht sie langsam fort und verschwindet in der Menschenmenge. Luca setzt seine Sonnenbrille auf. Niemand soll seine Tränen sehen. Fortsetzung folgt. Luca will sein Leben ändern. Gestern hat sich Luca von seiner Freundin Vivian getrennt. Er vermisst sie sehr. Er liebt Vivian über alles. Aber er möchte nicht, dass sie in Gefahr gerät. Seine neuen Freunde sind kriminell und auch gewalttätig. Luca würde gern wieder ein ganz normales Leben führen. Vielleicht könnte er sich sogar mit Vivian wieder versöhnen. Das ist Lucas Traum. Aber jetzt muss er wieder eine Lieferung abgeben. Das wird seine letzte sein. Er will nachher mit Fred darüber reden. Luca steht vor dem Juweliergeschäft und wartet. Herr Weber muss mein Klingeln doch gehört haben. Warum macht er nicht auf? Ich habe keine Zeit. Ich muss gleich wieder zurück zur Pizzeria. Plötzlich geht die Ladentür auf. Ein Mann schubst Luca zur Seite und läuft schnell davon. Luca hört Herrn Weber rufen. Halt ihn fest! Aber der Mann ist schon verschwunden. Das war der Jochen! Er ist von der Konkurrenz! Jetzt erinnert sich Luca, dass er diesen Mann schon einmal gesehen hat. Er hat ihn damals bei seiner ersten Lieferung verfolgt. Er gehört zu einer anderen kriminellen Bande, die sehr gewalttätig ist. Die stehlen nicht nur, sondern die rauben die Leute mit Gewalt aus. Wir sind ja noch harmlos. Das sieht Luca allerdings anders. Im Grunde sind wir auch nicht besser. Ich höre jetzt damit auf. Herr Weber nickt. Du bist ohnehin kein richtiger Verbrecher. Lauf jetzt lieber weg. Ich höre Sirenen. Irgendjemand hat offenbar die Polizei gerufen. Luca ist froh. Er hätte nicht gedacht, dass er so einfach aus der Sache herauskommt. Er läuft los. Auf der Straße kommen ihm Polizeiautos mit Blaulicht entgegen. Luca versucht, so unauffällig wie möglich zu gehen. Er hat Glück.
Die Polizisten fahren direkt zum Juwelierladen. Hoffentlich verhaften sie Herrn Weber nicht. Er ist im Grunde ein netter Mensch, denkt Luca. Dann nimmt er sein Handy aus der Tasche. Er will sofort Vivian anrufen. Er möchte ihr alles erklären. Vielleicht verzeiht sie ihm. Jeder hat doch eine zweite Chance verdient. Den Job bei der Pizzeria hat er ja noch. Es wird jetzt etwas länger dauern, bis er genug Geld für eine gemeinsame Wohnung verdient hat. Aber bei großzügigem Trinkgeld wird er zukünftig etwas misstrauischer sein. Schlau wie ein Fuchs sein. Man findet den Fuchs als kluges Tier. Natürlich nicht nur in Märchen. Er kann überall überleben, sowohl in Sibirien als auch in Nordafrika. Das ist kein Problem für diese Tiere. Füchse, die in der Stadt leben, haben es sogar gelernt, die Straßen sicher zu überqueren. Wenn wir also zu jemandem sagen, du bist schlau wie ein Fuchs, dann heißt das, er ist ein schlauer Mensch. Tobias hat zum Beispiel in Mathe eine schwierige Aufgabe, die er nicht lösen kann. Er ruft seinen Bruder. Leon, komm mal her! Du kannst mir bestimmt bei dieser Aufgabe helfen. Du bist doch so schlau wie ein Fuchs.